Und ich meine, Fehler kann man machen und ich bin sogar überzeugt, dass 99% von allen denen, die auf dem falschen Gipfel waren, gedacht haben, sie wären auf dem richtigen Gipfel. Eberhard Jogalski. Die New York Times hat seine Recherchen publik gemacht mit einem überraschenden Fazit. Vielleicht ist noch gar nie ein Mensch auf allen 14 Achttausendern der Welt gestanden. Damit herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Beta, präsentiert wie immer von Bächli Bergsport und Mammut. Vielleicht ist also noch gar niemand auf allen 14 höchsten Punkten der Erde gestanden. Klingt überraschend. Genau mit diesem Thema befassen wir uns in der heutigen Sendung. Wir sind nach Deutschland gereist und haben Eberhard Jogalski getroffen, eben diesen Chronisten, um mehr zu erfahren. Am zweiten Boulder-Weltcup der Saison in Salt Lake City dominierte einmal mehr Adam Ondra. Bei den Damen siegte die 19-jährige Natalia Grossman. Wegen eines Corona-Falles standen danach die weiteren Wettkämpfe auf der Kippe, konnten letztlich aber doch durchgeführt werden. So wurde im Speedkletter-Wettkampf der bisherige Weltrekord gleich mehrfach unterboten, zuletzt vom Indonesier Leonardo Wedrick. Die neue Bestmarke liegt bei 5,208 Sekunden. Der letzte Wettkampf in Salt Lake City wurde wiederum in Bouldern ausgetragen. Sean Bailey und Natalia Grossman bescherten den USA einen Doppelsieg. Happy End am Barunce. Die beiden tschechischen Bergsteiger Marek Holecek und Radoslav Groh gerieten auf dem Gipfel des 7000ers im Osten Nepals in einen Hurrikan. 4 Tage saßen sie bei orkanartigen Böen und starkem Schneefall auf 7000 Metern fest, ungewiss, ob sie den Fängen des Sturms je wieder entkommen würden. Wie durch ein Wunder schafften sie schließlich den Abstieg trotz hoher Lawinengefahr. Insgesamt befanden sie sich 10 Tage am Berg. Bekenntnis auf Instagram. Nachdem der holländische Kletterprofi Jörg Verhoeven eine umstrittene Free-Solo-Begehung publik machte, erntete er im Netz viel Unverständnis und Kritik. Inzwischen entschuldigte er sich. Er habe sich in einem Zustand von Überlastung und Ungleichgewicht befunden und wollte weder sich selbst noch andere mit seiner Aktion gefährden. Die Zukunft sieht nicht allzu gut aus im Moment. Ich gebe alles, um auf bessere Zeiten hinzuarbeiten, auch wenn ich akzeptieren muss, dass die Dinge sind, wie sie sind. Klettern hilft mir viel in solchen Momenten. Ich tue mein Bestes, aus diesem Zustand wieder herauszukommen, schreibt er. Wir wünschen gute Besserung. Bevor wir zu den Hauptthemen der heutigen Sendung kommen, möchten wir euch auf unser Video über die Kletterschuhe von Unparallel aufmerksam machen. Wir haben nämlich diese Schuhe getestet für euch, 3 Modelle in der Sonnenstube der Schweiz. Wieso grinst du? Naja, Sonnenstube. Schauen wir mal rein. Ja, wir sind jetzt am Fels. Wie ihr seht, haben wir eher suboptimale Bedingungen. Das hält uns nicht davon ab, jetzt diese Schuhe zu testen. Ich steige mal in die erste Route ein. Ja. Genau. Dann mal los. Gut. Naja, du hast ja recht, gerade rosig war das Wetter nicht im Tessin. Man hört auch gut im Video das Prasseln des Regens. Es war also ziemlich garstig. Wie auch immer, wir haben ein paar dieser Schuhe verlost. Schreibt in die Kommentare, welches Modell ihr gerne haben wollt und was ihr damit anstellen würdet. Dieser Kommentar hat gewonnen. Den Flagship Store von Adidas hochklettern, eine Anspielung darauf natürlich, dass Adidas ja 510 damals aufgekauft hat und dadurch erst Unparallel entstanden ist. Ihr könnt das übrigens alles nachlesen auf Lackrux, wenn es euch interessiert. Jedenfalls, lieber David, das ist natürlich eine geballte Ansage, du kriegst die Schuhe, wir wollen dann aber auch sehen, dass du das dann auch machst. Apropos Tessin übrigens, wir haben ja in der letzten Sendung den neuen Tessin-Führer verlost und auch da können wir noch einen Gewinner küren. Genau, wir haben eben noch nicht verlost, das müssen wir jetzt machen, ja stimmt. Ich würde sagen, wir werfen wieder einen Dartpfeil, das hat sich doch gut bewährt, diese Methode, oder? Absolut. 3 Versuche habe ich, oder? Also gut. Oh shit! Raymond, bist du blind? Hey. Ja, so. Zum Glück hat der Mammutkappe an, die hält was ab. Also, ich mache den nächsten Wurf. Ja, vielleicht besser. Achtung, stand jetzt auf die Seite. Ganz weg. Kannst du uns den Gewinner ablesen? Kannst du noch lesen? Also. Die Gewinnerin ist
Katja Stöllinger. Katja Stöllinger, herzliche Gratulation. Ich würde sagen, du schreibst uns eine E-Mail an redaktion@actiontalk.tv. Dann fordern wir dich auf, dich zu identifizieren über YouTube und dann. Kann man den immer nachlernen. Ja, aber du wirst sehen. Bis heute standen offiziell 44 Menschen auf den höchsten Bergen der Welt. Der Pionier Reinhold Messner, die Schweizer Legende Erhard Loretan oder aber der Pole Jerzy Kukuczka und natürlich auch die Koreanerin Oh Un-sun, die erste Frau, die das geschafft hat, um nur ein paar Namen zu nennen. Doch waren sie wirklich oben? Waren sie auf dem höchsten Punkt und somit auf den wahren Gipfeln? Der Manaslu. Mit einer Höhe von 8.163 Metern ist er der 8. Berg der Welt. Zumindest von unten gesehen scheint klar zu sein, wo der höchste Punkt ist. Einmal oben wird es aber komplexer. Der Gipfelbereich stellt sich als Plateau mit mehreren Erhebungen dar. Nur eine davon ist der wahre Gipfel. Hier sieht man genau, wie der Manaslu-Gipfel aussieht. Das ist 1956, die Japaner. Doch bis dahin geht kaum jemand. Die meisten Bergsteiger gehen nur bis zum mit C2 markierten Vorgipfel. Besonders für die kommerziellen Expeditionen ist hier Schluss, denn der weite Weg zum wahren Gipfel ist ein schmaler, anspruchsvoller Grat, die eigentliche Schlüsselstelle am Manaslu. Ja, hier ist C2, dann geht es weit, auch wenn es hier so aussieht, als würde es runtergehen. Nein, das ist nur die Perspektive. Der ist höher als C2 und der ist noch höher. Der Manaslu gilt als einfach 8000er und wird entsprechend oft begangen. Doch liegt das nur daran, dass fast alle Bergsteiger den richtigen Gipfel links liegen lassen? Es ist ja jetzt schon so weit, dass also mehrere hundert in diesem Jahrtausend hoch sind und davon, ich würde fast sagen, nahezu 99% nicht auf dem Gipfel waren. Auch für die 8000er Annapurna und Dhaulagiri ergibt sich ein ähnliches Bild. Um den wahren Gipfel zu erreichen, muss zuletzt dem Grat gefolgt werden. Eine Zusatzmühe, die sich die meisten Bergsteiger in der dünnen Luft ersparen. Für Eberhard Jogalski unverständlich. Von Anfang an, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, vor über 40 Jahren, war für mich eigentlich hundertprozentig klar, nur der höchste Punkt zählt als bestiegen. Alles Vorgipfel und Gradpunkte und was weiß Gott alles, Schultern und wir, die zählen einfach nicht als bestiegen. Nun ist es aber so gewesen, dass aus Versehen, man muss das wirklich betonen, dass aus Versehen viele Bergsteiger nicht zum richtigen Gipfel, zum Beispiel am Manaslu gegangen sind, weil man es von der Seite, beziehungsweise von der Normalroute, gar nicht richtig erkennen kann, dass es nach dem sichtbaren höchsten Punkt noch um einiges weitergeht und zwar sogar recht gefährlich weitergeht. Eher per Zufall haben er und seine Kollegen damit begonnen, die verschiedenen Expeditionen unter die Lupe zu nehmen und mussten nach und nach feststellen, dass zumindest bei Manaslu, Annapurna und Dhaulagiri der wahre Gipfel mehrheitlich verpasst wird. Ja, im ersten Moment war das natürlich ein Schock, ein richtiger Schock für mich, weil ich habe eigentlich nur nachprüfen wollen. Da war eine Expedition 2012 auf Annapurna, wo bei so einer Wächte Halt gemacht hat und ich gedacht habe, Moment mal, die Wächte, das ist doch nicht der höchste Punkt. Ja, und da muss man nachforschen. Und da wollte ich eigentlich nur diesen einen Fall klären. Und dabei ist dann rausgekommen, dass nahezu die Hälfte an Annapurna auch nicht am richtigen Gipfel waren. Dazu kamen dann Dhaulagiri und Manaslu, wo ähnliches Problem war. Natürlich haben Jogalski und seine Kollegen auch jene 44 Menschen unter die Lupe genommen, die bis jetzt alle 14 8000er bestiegen haben. Auch da fiel das Fazit ernüchternd aus. Von den 44 mindestens 35. Die nicht auf allen richtigen Gipfeln waren. Aber da sind noch 9 sind noch rauszufinden bei Manaslu. Da weiß ich nicht, wo sie waren genau. Und bei 26 ist es sicher, dass sie nicht auf dem richtigen Gipfel waren. Und bei 6 ist es sicher, dass sie auf dem richtigen Gipfel waren. Doch wie ist das einzuordnen? Ist es Spitzfindigkeit oder nichts anderes als legitime Präzision? Bei diesem Metier gibt es noch Fakten. Ja, wenn einer halt 100 Meter entfernt vom Gipfel war, dann ist der Fakt, dass er 100 Meter entfernt vom Gipfel war. Dass Jogalski die Fakten auf den Tisch legt, kommt nicht überall gut an. Manche der 44 Rekordhalter würden seinen Anfragen mit Ignoranz begegnen, sagt er.
Der prominenteste unter ihnen, Reinhold Messner, reagiert im Artikel der New York Times genervt. Wenn die sagen, dass ich auf dem Annapurna vielleicht 5 Meter unter dem Gipfel irgendwo auf diesem langen Grat war, fühle ich mich vollkommen in Ordnung. Ich werde mich nicht einmal verteidigen. Wenn jemand sagen würde, das ist alles Blödsinn, was ich gemacht habe, denk, was du willst. Diese 5 Höhenmeter sind immerhin Laufstrecke 65 Meter in über 8000 Meter Höhe, also schon noch ein bisschen was zu tun. Und dass er jetzt sagt, dass es ihm egal ist, wenn Leute sagen, was er gemacht hat, ist Bullshit. Aber das hat ja gar keiner gesagt. Weil seine Leistungen, die sind genau wie von vielen dieser anderen Bergsteiger, sind vollkommen toll anzuerkennen und zum Teil sensationelle Leistung. Aber Fehler passieren halt Leuten. Und auch Messner ist halt dieser Fehler passiert. Was soll's? Fehler passieren, halten wir das mal so fest. Möglicherweise ist also noch gar nie ein Mensch auf allen höchsten Punkten der Welt gestanden. Irgendwie dicke Post, Remo. Definitiv dicke Post, aber vielleicht ist das Ganze auch einfach ein bisschen spitz, finde ich. Ich meine, spielt es wirklich so eine Rolle, ob man jetzt 5 Meter hinten oder vorne oder oben oder unten steht? Ich meine, ist schon eine Frage. Es ist schon eine Definitionsfrage, bin ich absolut einverstanden. Ich meine zum Beispiel im Fall von Reinhold Messner am Annapurna, der war da nur 5 Meter zu tief, also kann man schon sagen, was soll's. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Manaslu anschaut und man muss da feststellen, die Schlüsselstelle am ganzen Berg sind die letzten 30 Meter zum richtigen Gipfel und dann lassen die das alle weg. Das kann ja nicht sein. Zum Vergleich bei einer Sportkletterroute, wenn die Schlüsselstelle sich zum Umlenker auf den letzten Meter befindet, dann drehst du auch nicht am letzten Bolt um und sagst, ja, soll gelten. Das würde niemand als Rotpunktbegehung akzeptieren. Absolut, also ob Spitzfindig oder einfach klare, nackte Fakten. Ich finde es mega cool von Jogalski, da stehe ich voll hinter ihm, wo er sagt, er stellt keine Regeln auf, was zählt und was nicht, sondern es geht ihm einfach ganz klar um die Fakten. Und er unterstellt ja ganz diesen Bergsteigern auch gar nicht, dass sie da absichtlich schummeln, sondern dass es halt einfach Fehler sind, die ihnen unterlaufen. Genau. Ja. Hören wir doch mal, was Ralf Dumowitz dazu meint. Er ist der deutsche Bergsteiger, der erste deutsche Bergsteiger, der auf allen 14 8000ern stand. Wir haben mit ihm gesprochen. Ich denke, diese Arbeit vom Eberhard hat einen gigantischen Wert, weil er wirklich versucht, einfach festzustellen, wo die Leute wirklich waren. Und ich habe großen Respekt vor der Arbeit vom Eberhard und seinen Kollegen. Anerkennende Worte von ihm, also das ist umso bemerkenswerter, als dass Dumowitz selbst einen Fehler eingestehen musste. Dumowitz gehört nämlich zu jenen Bergsteigern, die am Manaslu aus Versehen den Gipfel verpasst haben. Erst über diese Recherche bin ich selber auch drauf gekommen, dass hier Manaslu nicht am allerhöchsten Punkt stand. Und es hat mich natürlich beschäftigt. Es hält mich jetzt nicht davon ab, zu sagen, ich war auf dem Manaslu. Aber ich weiß, mir fehlen einfach 5 Höhenmeter oder vielleicht 40, 50 Entfernungsmeter. Als ich ihm das Foto geschickt habe von der Seite, wo man den ganzen Grat, den er auch verpasst hat, genau sieht, habe ich ihn gefragt, als du das Foto gesehen hast, was hast du denn da gedacht? Hat er gesagt, ich habe mir in den Arsch gebissen. Ja, ich meine, das ist, was ein normaler Bergsteiger empfindet, wenn er herausfindet, dass er gar nicht auf dem richtigen Gipfel war. Beenden wir damit dieses Thema mit dem vorläufigen Fazit. Ihr, liebe bergsteigende Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könntet also vielleicht immer noch der oder die Erste werden, die auf allen wahren 14 8000ern der Welt steht. So if you believe in that, just go for it. Also gut. Übrigens auch er, Nirmal Purcha, gehört zu jenen Bergsteigern, die am Manaslu den wahren Gipfel leider verpasst haben. Egal! Jedenfalls verlosen wir an dieser Stelle schon mal den passenden Helm für den oder für die von euch, die bald zu den wahren Gipfeln der höchsten Berge aufbrechen. Dieser schöne pinke Helm, das schöne pinke Prunkstück von Black Diamond. Ist jetzt gut, kann ich wieder? Schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Ist Jogalski einfach spitzfindig oder faktentreu? Die klügste Antwort gewinnt. Apropos Black Diamond, der amerikanische Kletterausrüster hat eine ganze Serie aus knalligen Produkten lanciert. Zu diesem Helm dazu gesellen sich auch noch ein Express-Set, Seil und Crashpad.
Remo Black Diamond bekennt Farbe. Kann man so sagen, es gibt ja nicht so viele Produkte, die wirklich so rausstechen wie diese in dieser pinken Farbe. Wir hatten die Produkte übrigens in den vergangenen Wochen mit dabei am Fels und können sagen, die sehen nicht nur cool aus, sondern die können auch was. Das Seil zum Beispiel ist dreifach zertifiziert, super dünn und auch cool im Handling. Und die Echsen, die eignen sich zum Sportklettern gleichermaßen wie in alpinen Touren. Das war's mit der heutigen Sendung, unserer 10. Sendung übrigens. Ein Jubiläum eigentlich. Ein Jubiläum? Sollten wir das nicht feiern, Dominik? Ja, hätten wir feiern sollen, aber wir haben es verpasst. Egal. Wie immer, gebt uns einen Daumen hoch für die Sendung, falls sie euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.